Lukas für Android Next von der IFA 2013. Wir befinden uns in der Samsung Smart Lounge und haben bei uns die wohl interessantesten Geräte aus dem Bereich Android, die wir hier zu sehen bekommen haben. Kommt mal näher ran, schauen wir mal genauer, was wir haben. Wir haben hier das Samsung Galaxy Note 3, das neue Flaggschiff im Phablet-Bereich mit einer Display-Diagonalen von 5,7 Zoll. Samsung verwendet hier wie immer Super AMOLED-Technologie. Daneben sehen wir das LG G2, ebenfalls im Phablet-Formfaktor mit 5,2 Zoll Display-Diagonale und IPS-LCD-Technologie. Und daneben noch mit dem wohl kleinsten Display hier mit 5 Zoll Diagonale das Sony Xperia Z1. Alle drei Smartphones haben gemeinsam, dass in ihnen der Qualcomm Snapdragon 800 Prozessor arbeitet mit 2,26 GHz sogar genau. Beim Xperia Z1 und beim G2 mit jeweils 2 GB RAM, beim Galaxy Note sogar mit 3 GB RAM. Drehen wir die Geräte mal um und betrachten die Rückseite. Samsung ist hier von seinem Hochglanz-Klavierlack-Optik weggekommen und setzt auf, ja, es ist immer noch Plastik, aber mit Kunstleder, mit Lederstraffur, sogar mit nachempfundenen Stichen hier außenrum. Das G2 besitzt noch die besagte Hochglanzoptik mit ein bisschen optischer Auflockerung und das Z1 setzt wiederholt auf eine Glasoberfläche. Fällt direkt auf, wir haben hier beim G2 diesen Power-Button an der Rückseite. Bei den anderen beiden Geräten befindet er sich wie gewohnt hier auf der einen Geräteseite. Die Kameras sind beim Sony Xperia Z1 ist wohl die stärkste mit 20,7 Megapixeln, kommt Sonys Lens G zum Einsatz. Hier nochmal 13 Megapixel bei LG und das Samsung Galaxy Note, wenn mich nicht alles täuscht, auch mit 13 Megapixeln. Legen wir die Geräte, naja, darf man natürlich nicht vergessen, das Galaxy Note zeichnet sich vor allem auch aus durch seinen Stylus, der in dieser Iteration mit einigen Spezialfähigkeiten ausgestattet wurde. Das ist noch nicht genauer angeschaut. Auf jeden Fall sehr interessant. Deshalb auch die 3 GB RAM, die Samsung hier verwendet, um diese Oberfläche flüssig betreiben zu können. Hier kommt wieder die TouchWiz UI zum Einsatz. Jo, dann fangen wir mit dem größten an und arbeiten uns zum kleinsten vor. Genau, sehen wir das hier. Geräte übereinander. Das Xperia Z hat einen recht großen Rand um das Display, weshalb es doch ja, sogar größer ist als das G2 mit dem 2 Zoll größeren Bildschirm. Das Galaxy Note ist natürlich das größte. Zu den Displays muss man noch sagen, wir haben hier natürlich mit der höchsten Strahlkraft das Super AMOLED Display und aber auch LGs Display-Technologie trotz LCD und IPS-Technologie ist hier sehr farbkräftig, farbintensiv. Das wird natürlich noch verstärkt durch das bunte Icon-Theme. Und beim Xperia Z1, da sind wir jetzt etwas stutzig geworden. Wir haben hier wieder leichten Grauschleier drüber, wie das schon damals beim Xperia Z der Fall war. Das Z Ultra dagegen hatte ein wirklich hervorragendes Display. Wissen wir nicht, woran das liegen könnte. Vielleicht sind es auch noch Vorserienmodelle, die wir hier vor uns gesehen haben. Ja, das war Lukas für Android Next von der IFA 2013 mit einem Überblick der interessantesten Smartphones. Bis bald.